willkommen hier in Wien. Wenn Autohersteller ihre Modelle verändern, dann sprechen sie von Facelift. Und tatsächlich geht es auch wie im echten Leben darum, so ein bisschen die Falten aus dem Gesicht zu ziehen und das Ganze frisch zu machen für die nächsten Jahre. Allerdings, und das ist der Unterschied zum echten Leben, sieht man bei Autos häufig gar nicht so wahnsinnig viel, wenn sie geliftet wurden. VW Golf, Seat Leon, Audi A3 sind ganz gute Beispiele, alle aus dem VW-Konzern. Aber Moment, einer geht dann komplett anderen Weg, nämlich Škoda. Die tschechische Tochter wagt eine Totaloperation und wenn wir diesem Auto mal ganz tief in die Augen gucken, können wir getrost vom neuen Škoda Octavia reden. Das ist wirklich tatsächlich vorne komplett neu, das ist mutig, das ist anders, das ist frisch und wir gucken uns jetzt mal an, ob sich außer dem Gesicht noch mehr getan hat. Wenn Sie jetzt denken, Mensch, dieses Auto kommt mir irgendwie so ein ganz klein bisschen bekannt vor, haben Sie recht. Die alte Mercedes E-Klasse, die hatte auch ein Vier-Augen-Gesicht, zumindest bis vor dem Facelift, denn die Schwaben hatten nichts Besseres zu tun, als das ganz schnell aus dem Blech zu bugeln. Hier ist es genau andersrum. Škoda verpasst ihm ein Vier-Augen-Gesicht und das hat einen ganz einfachen Grund. Der Octavia sah vorher so ein bisschen aus wie der kleinere Rapid und der Unterschied zum größeren Superb, der war einfach viel zu groß. Deswegen jetzt ein Vier-Augen-Gesicht, mehr Status, mehr Breite, mehr Selbstbewusstsein. Und das ist auch richtig gut gelungen und schüttet die Kluft zwischen Octavia und Superb ein bisschen zu. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es im Octavia aber auch eine ganz eigene Identität. Und das ist gar nicht so schlecht, denn mit über 400.000 Verkäufen ist das ungefähr ein Drittel vom Škoda-Absatz und deswegen das wichtigste Modell dort im Modellprogramm. Und der muss sitzen, der muss unique sein, der muss einzigartig sein und das hat Škoda mit diesem Gesicht ganz sicher geschafft. Die Front ist komplett neu und das Heck, naja, so ein bisschen zumindest. Eigentlich sieht alles aus wie immer, allerdings bei den Rückleuchten. Da hat sich tatsächlich was getan. Vorher gab es so zwei feine LED-Striche, mittlerweile ist es ein großflächiges LED und anders als vorher auch serienmäßig, denn da gab es LED-Rückleuchten nur zusammen mit Xenonscheinwerfern. Und apropos Xenonscheinwerfer, die sind auch ins Werksmuseum gewandert. Wer mittlerweile Aufpreis bezahlt, bekommt kein Xenon mehr, sondern auch vorne voll LED-Scheinwerfer. Eigentlich ganz cool, oder? Und wenn Sie jetzt denken, dieser putzige Spoiler hier hat was mit der Überarbeitung zu tun, weil den hat der Octavia vom Nachbarn nicht, liegt daran, dieses Modell ist ein RS. Und wenn Sie die Limousine nehmen vom RS, dann ist die Theke hinten drauf. Radikale Veränderung außen und auch innen. Pustekuchen. Innen drin sieht alles aus wie immer. Das ist ein Octavia. Heißt, robuste Kunststoffe, ordentlich verarbeitet, alles ganz nett designt, aber halt so wie vorher. Bis man dann ins Detail guckt. Denn hier an der Seite beispielsweise gibt es jetzt ein Ambiente-Licht. Das lässt sich mit Farben verändern. Für mich ein bisschen Tüdelü. Die Chinesen stehen drauf, deswegen ist es auch drin. Und das Wichtigste ist tatsächlich hier vorne in der Mittelkonsole. Das neue Multimedia-System. 9,2 Zoll Touchscreen. Das Ganze fein entspiegelt, sieht ein bisschen aus wie ein Apple iPad und die Prozessoren dahinter sind auch genauso schnell wie bei Apple. Das heißt, es funktioniert sogar richtig gut. Man kann zoomen mit Daumen und Zeigefinger, funktioniert ganz hervorragend. Dazu gibt es Navigation mit Verkehrsdaten in Echtzeit und ein LTE-Hotspot für bis zu 8 Geräte. Der Octavia ist always on und damit dann innen drin dann doch ein bisschen neuer, als es auf den ersten Blick ausschaut. Die spannende Frage bei der Präsentation war ja nicht, wie gut fährt der Octavia oder was kann er, denn das können wir mittlerweile noch gar nicht beurteilen. Im Fahren dürfen wir erst im Februar. Die spannende Frage war tatsächlich, wie sieht er denn aus und wie wirkt das Ganze in echt? Und ich muss ehrlich sagen, in echt sieht er viel besser aus als auf den Bildern. Dieses Vier-Augen-Gesicht, das polarisiert, gar keine Frage. Das liebt man oder das hasst man. Ich persönlich liebe es. Und es gibt Škoda genau das, was diese Marke braucht. Denn BMW hat einen Chris Bangle gebraucht, um einen kompletten Neuanfang zu wagen, um sich zu erneuern. Audi hat gerade Marc Lichte gebraucht, um das Gleiche zu machen. Škoda schafft das aus sich selbst heraus. Das gleiche Management, der gleiche Designchef und trotzdem verändert sich diese Marke so radikal. Und das ist tatsächlich, glaube ich, die Leistung, die dieser Octavia hat. Eine eigene Identität, ein radikaler Neuanfang und das Ganze für mich auch noch optisch überzeugend.